prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. Mindestens 10 Minuten Gameplay. And enjoy Starfield Am Stück. Direct. Wie ich sage euch, das Ding ist fertig. Die könnten das morgen veröffentlichen, wenn sie wollten. Aber machen sie noch nicht. (19 Uhr) Metalburg. Oh, der Bafaxi ist oben in den Cheers angekommen. Sehr schön. Tools funktionieren. Die Werkzeuge sind da. Bisher mein Lieblings-Bethesda-Game, ich sag's vorher nochmal, Fallout 3. Es ist, wie es ist. Fallout 3. Da hatte ich das Gefühl, ich kann auf die Welt richtig Einfluss nehmen. Hab alles abgesucht, jeden Nook und Cranny, hatte Atmosphäre bis zum geht nicht mehr und hab das Wasteland geliebt. Jetzt holen uns ab. Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being Chris wannabe ist auch Chris Roberts, ne? Der da immer noch von träumt. Where you weren't really limited in where you could go. Ja, ist was anderes. Der macht ja eine Welt mit Multiplayer. Is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, Die our habe ich technology alle. and all Oh, bei Fallout 76 haben sie schnell weg. Also schnell weggeschnitten. Nee, das ist nicht passiert. Today, Du liebes you'll get to hear bisschen. from many on the team. Wie peinlich. So much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Oh je. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step Da into der a new world Skyrim-Berg. and you get that feeling of unlimited possibilities. Da jumpt This man uns dann time, hoch. it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. Kleiner Einschub, alle auf PC kaufen. Kauft euch nicht das Ding nur auf Konsole. Das ist ein PC-Game. Immer Mods, Bugfixes da zuerst. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. Noch ein Glück. You can play it in third person. Oder? So wie wir es dann And spielen. you can play it in first person. So gehört gespielt. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Ja, hoffentlich. Sieht schon schöner aus als in No Man's Sky, da gebe ich euch recht. Ja, Paul, ich stimme dir zu. Das sieht es. Jetzt so ein bisschen Halo-Combat zwischendrin. Ist aber laut. Da Empty musste ich gerade auch fragen, wegen, habe ich mich auch gefragt, wegen, die Hardware ist rausgekommen, die unsere Vision möglich macht. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. Aha, We okay. love to pack a ton of detail in Das every Inventar sieht groß from all of aus, your weapons, also klein. to spacesuits,
to food. We just obsess over Das the sieht nicht so aus, als details. würde man in dem Food. Spiel We viel obsess over finden, food. wenn das Inventar so großen Font hat. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship, Wie in Outer Worlds. Captain Howard. and he can even say your name. Na bitte. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. Oh, im Schiff sieht's and besonders like schön many of the aus. spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren. Das but weiß man resource vorher heavy. schon, das ist ja schade. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Plus mit Ja ist nach wie vor geplant. Mein Soll ist natürlich getan, aber wir suchen nach wie vor und es wird sich ein Termin finden. Jetzt ist aber erstmal der aktuelle Stream nach Wahl dran am Dienstag. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Wie, man muss nicht mal selber landen? Kleine erste Enttäuschung. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters Ja, that würde ich are auch going sagen, about their das. day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Da ist Corbins neue Uhr. Habt ihr sie gesehen? Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's Wir sehen gerade die Szene, die dem Treffen auf dem hohen Berg in Skyrim entspricht. Weil die Gesichter sehen immer noch total Fallouty aus. Schade. Das hat einfach nicht die richtige Belichtung. Da fehlt... An was fehlt es den Gesichtern, Leute? Ihr seht das doch auch. Das ist okay. Aber das ist nicht das, was man eigentlich gerne hätte. Passt auch nicht so gut in die Welt. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Zu platt. Die sehen immer noch nach so Wachsfiguren aus. Neuer Follow. Ricardo, herzlichen Dank für den Follow. Grüß dich, komm rein. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm.
Starr, genau, starr und kein Leben drin. The settled systems is home to all kinds of different Details, stories, gutes people, Subsurface and Scattering. adventures for you to uncover. Die Monster sehen besser aus als die Menschen. Als wäre das die Engine von EA, meinst du? Julius Gaius Octavius, grüß dich. The first major human settlement in space. Die von FIFA meinst du, ja? So sehen die Gesichter ein bisschen aus. They consider themselves the true children of Earth. So, aber weiter zu, was Gameplay noch so angeht. Aber das ist schon mal schade. New Atlantis isn't the only city within the United Auf Colonies. PC dann New Face The Mods. city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest Wird aber mining aufwendig facility werden, wenn for sie the alle United machen. Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. Ah, du meinst die Engine von DICE, die Frostbite Engine. Ich glaube, da ist doch sogar das FIFA, das aktuelle drauf. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out Sah so ein bisschen Fallout-mäßig aus. but is now known Ja, throughout the Settled schon schön. Systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ich glaube nicht, dass es ein Immersion Breaker ist. Dafür ist die Welt zu faszinierend anscheinend. Aber es ist schon schade. Das sind so diese typischen Bethesda-Faces. Und ich frage mich, was der Grund dahinter ist, dass die immer so aussehen müssen. Civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. Schluss mit auf jeden Fall, sonst würden wir jetzt nicht so lange drüber reden. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, Oh, die spielen das aber in einem hellen Raum. and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Das glaube ich sofort. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling Also, dass viele verschiedene möglich sind, das ist zum Beispiel ja cool, wenn dann am Ende zumindest nicht zwei gleiche bei rauskommen und sowas. Also möglichst wenig gleiche. Das ist ein cooles Feature. detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Genau, die sahen jetzt auch besser aus als. Vielleicht ist es. Vielleicht ist dieser Mix, weil der Rest der Grafik so viel besser aussieht. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in.
Backgrounds give you a bit of backstory. Vielleicht hat es was mit Level of Detail zu tun, wenn man so nah rangeht, das ist... To Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is gonna come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By the terror! Is it really you? He'll join your crew. Das war cool, wie der Charakter auf einen zugelaufen If you're kommt. willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go. Off. Guck mal, ich meine, We'll let you discover that on your own. der Rest der Spielwelt sieht halt so realistisch aus einfach. Ich glaube, es ist die Diskrepanz, die Gesichter, die einen Schritt in die richtige Richtung machen, einfach so stark im Kontrast nicht so gut aussehen lassen. Das muss es sein. Ich freue mich sehr auf das Spiel. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. Ja, plus mit, was du sagst, stimmt schon. Da müssten fließendere Übergänge bzw. so ein gewisser Zufallsfaktor rein. So wie bei Uncharted. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Okay. Blöd in Kämpfen, wo keine Aliens dabei sind. Out of the gate, I'm boost packing everywhere. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich bin auch so ein Boost-Packer. Das mache ich auch immer ganz gerne. Das ist Gameplay, was ihr vielleicht auch bei mir seht. So ein Typ mit Schnauzbart und dann I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy. Rollenspiele, Leute. Schön. And then jumping out and springing on people. Gleich eine Immersive Sinn mit drin. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's Ich off nicht. limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing that death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. Das würde ich unterschreiben. Das ist so geil. Erinnert euch an die erste Nacht in Skyrim. Rumlaufen und einfach Atmosphäre aufsaugen. Da sind keine anderen Gesichter. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. Paul, das wäre cool, wenn das ginge. From the way we approached planetary atmospheres. Oh, was können wir da für Spaß haben? Wir müssen uns unbedingt einen guten Charakter für das Let's Play ausdenken, den ich spielen soll.
When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Es wird nicht dusseln, nein. Wir können im Discord, da ist ein Thread unter Videogames, nicht ein Thread, ja doch, kann man auch Thread nennen. Im Forum sozusagen ein Abschnitt. Da können wir ja schon mal könnt ihr Wünsche äußern, wie der Charakter werden soll. Welcher Playstyle. Bär. Hey Wugger, grüß dich. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Wie viele Leute bei dem Studio jetzt schon über so viele Jahre immer dabei sind und dabei bleiben. Die würden ja auch irgendwann weggehen, wenn die Arbeit da gar keinen Spaß machen würde. Sieht schon nicht schlecht aus. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Oh, then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything. Wenn das nicht komplett kaputt ist zum Launch, heimst das die nächsten weit über 90er Wertungen ein. Und die Reviewer werden sich überschlagen, weil es alles so komplex und so viel und so toll ist und so groß. Und man gar nicht alles das erste Mal erleben kann. Quasi unmöglich eigentlich zu testen, das Spiel zu Beginn. Vor Release. Unmöglich. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. Eher die Frage, ob es tatsächlich eine Solo-Kampagne gibt, wo man straight der Kampagne nur folgt und am Ende dann doch irgendwie in 48 Stunden durch ist. So wie in Skyrim, wenn man will. Einfach alles liegen lassen. Einfach nur die Main Story. War für viele in Skyrim ja die beste Erfahrung. Für die Story, das so zu machen. Weil wenn du mit Nebenquests anfängst, verlierst du dich eh und dann lebst du da. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I call it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So oh, ein Transformer Optimus Prime, wie lustig. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Oh, jetzt wird's. Ach, wegen der NPCs, die man dazu kriegt. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Da freue ich mich auch drauf. Das haben sie auch immer gut hingekriegt. Some of the members of Constellation can join you on so your Mass Effect mäßig. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until Andi, ich wette, du kannst auch einfach fertige Schiffe nehmen. Du musst das ja nicht machen. Das Bauen ist ja nur auf die Schiffe. As well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Oh, jetzt krieg ich schon wieder Bock, doch noch Outer Worlds zu Ende zu spielen. Around the core basics of a NASA machine. Please
Avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make Wer von euch hat him Outer feel Worlds more gespielt human-like und and durchgespielt? give him a little personality. It is a shame. Nicht Outer Exploration Wilds, ne? requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Ist das noch im Game Pass? Ich glaube nicht mehr, ne? Nicht, dass es dann noch Starfield Konkurrenz macht. Starfield eigentlich auch kostenlos zum Start im Game Pass? Muss es ja, ne? Muss es ja. Of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. Oh, ein Kubus, so ein Borg-Kubus, das wäre auch cool, ja. Wird wahrscheinlich so TIE Fighter-mäßig erstmal. Oder warte mal. A-Wing? B-Wing? So ein B-Wing? Oder ein Y-Fighter? Boosting power to your Y-Wing? engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Das ist so ähnlich wie TIE Fighter, ne? X-Wing vs. TIE Fighter, was sie da gemacht haben. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Ich hätte gern Auto-Battle wie in EVE Online. Orbit ums Ziel und dann automatische Turrets. You can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach. Hallo Olli, wieso hast du das Gefühl, dass ich alles so schlecht finde? Es ist doch gar nicht alles so schlecht. Ich glaube, da reagierst du gerade etwas über. Ganz viel wurde gelobt. Die Gesichter sind aber nicht gut, da brauchen wir nicht darüber reden. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Ach so, nicht ich. Alles klar. So, entschuldige bitte. Dann entschuldige bitte. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Wow, okay. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Haben wir in Elite Dangerous auch alles gemacht. Da war das nur alles natürlich komplett leblos. Und ohne Story. Da wird es, glaube ich, viele Lücken füllen von Dingen, die ich gerne in Elite Dangerous gemacht hätte, die es da nicht gibt, die es hier dann gibt. Und hier gibt es dann dafür natürlich aber einfach keinen Multiplayer. Da kann ich nicht mal eben mit Korben irgendwo hinfliegen. Oder mit Ionen Trading Route Run machen. Also, das geht da dann ja nicht. Ja, doch auf Star Citizen warten. Da Empty, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Oh, lecker, Sandwiches. Habt ihr gesehen? Das ist der Cheese Roll Bug. Ein ganzes Schiff voller Käse und Salami-Toast packen, um den Gegner zu blockieren. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It has all the bugs. New places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures.
then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. Ja, mehr brauche ich jetzt auch nicht mehr sehen. Ich habe ein gutes Gefühl dafür, was man in dem Spiel macht, aber wenn man es dann macht, dann wird es halt auch alles sehr minutiös sein. Bin schon sehr gespannt. Toll, der darf hier mit Hosas spielen. Hey everybody, we were showing you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Corbins neue Watch, wie sie in der Community ab jetzt genannt wird. Part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism. Wir waren auf dem Mond. Heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful outfit, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. Sieht aus wie das Porsche-Jubiläum. Inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. Ich trage keine Headsets, danke. Wenn sie jetzt eine Spezialversion meines Mikrofons hätten. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster. Am Ende gibt es 12 ganz große elementare Planeten oder Systeme. Nennen wir es mal 12 Systeme mit jeweils 6 Planeten oder so. 6 bis 9 Planeten. Ansonsten checkt das keiner, was daran noch Singleplayer-Spiel ist. Das ist dann aber auch sehr viel und gut und reicht wahrscheinlich für 200 Stunden oder mehr. Man darf das auch nicht vergessen, das ist kein MMO. Ich will das auch nicht 500 Stunden spielen. Gehe ich mal jetzt voraus. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Ich habe lieber 12 Systeme, die handcrafted geil sind, als 500 oder 5 Millionen. Aggressive creatures have been disrupting our experiments.
Their habitat isn't far from here. Darf aber bitte auch gerne ein bisschen was geben, was sich dann ähnelt, damit es nicht einfach nur wird, das ist der Giftplanet, das ist der Eisplanet, hier ist der Feuerplanet, hier ist der Wüstenplanet. Das bitte nicht. Wasserwelt. Können wir noch ein paar gute Planeten? Die Erdenwelt, die Marswelt. Ich meine, so wird deren Brainstorming angefangen haben. Und es darf halt nicht so unendlich viele und ähnliche geben wie in Elite Dangerous, natürlich nicht, oder No Man's Sky. Sondern ein Mix. Und dann halt am besten wären wahrscheinlich so 50 bis 100, das wäre schon sehr beeindruckend. Hier so ein paar Monde gibt es ja offensichtlich. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. Schlaraffenwelt, Diablo-Land, Parbeerwelt, Cow-Level, Muppet World. Danke, Marshmallow-Welt. Ja, ja, Planet Hollywood. Ihr habt's drauf. Schön, weiter mehr. Milch und Honig. And rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Coruscant. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. Alderan. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Ja, sie reden von 1000. Das habe ich schon mitbekommen. Für die Story, für die Handlung von Starfield werden 1000 Planeten nicht relevant sein, sondern am Ende 12 große verschiedene Quest-Hubs. Maximal. Ansonsten kriegst du eine 90-, 80-stündige Story nicht durch. Siehe Red Dead Redemption. Für 4, 5 große Städte maximal. Aber Welt ist unendlich groß und so viel zu sehen und zu gucken und zu machen. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Ich gehe fest davon aus, dass man nach der Story weiter erkunden und weiterspielen kann, Han Olli. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different. Sie haben ja von Fallout 4 quasi das Bausystem mit drin, wo du genügend Ressourcen sammeln kannst, um dein Schiff weiter aufzubauen, umzubauen. Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost. Das sollte No Man's Sky mal kriegen. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost Wäre auch in Subnautica gut gewesen. Feet, you can really decorate. Ich muss nicht in der Ego-Perspektive bauen. Much easier. Ah, das ist geil, dass man seine eigenen Bases machen kann, das ist schön. Keine Player-Homes finden, sondern halt wie in Fallout 4 selber bauen. Ah, jetzt krieg ich doch Bock auf Fallout 4. Ihr Bösewichte! Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Wichtig ist nicht alles machen. Das machen, was Spaß macht und worauf man Lust hat. Den Rest links liegen lassen. Different ammunition like explosive rounds. Soll ich einfach mal anfangen, Spechtmeise? Wenn die anderen Projekte zu Ende sind. You can also choose to go hands-on with melee weapons. Da empty, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es machen muss. Wahrscheinlich muss man nur 2 Gebäude bauen, vielleicht, um es gemacht zu haben. Und vielleicht auch ein bisschen Inventar irgendwo zu lagern. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Sieht nicht schlecht aus. More mods and more weapons in this game than
I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. Was ich mich noch frage, hat's Auto-Leveling, Scaling? Gravity is Ich different for befürchte ja, each ne? planet, Hatte and Fallout ja boost leider packs auch. are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Na, Nahkampfwaffen wird es auch geben, Mythos. Die Lightsaber garantiert. Garantiert. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Ich geh kurz zurück. Also, Nahkampfwaffen, Schwerter, Schrotflinte, Flammenwerfer, Granatwerfer. Sieht mir auch nach einer Plasma, hier so, ja, Plasmawerfer-Gun aus. Machine Gun, Submachine Gun, alles. Oh, bitte. Das ist das Erste, was ich aus... Ich will das nicht frontal gezeigt kriegen, wie viele Erfahrungspunkte ich dazu kriege. Können wir gerne am Rand irgendwo verstecken. Oh, ich hoffe, das kann man ausschalten. Das ist doch mega nervig ständig, diese 40 XP mitten im Bild. Also, ich gehe fest von aus, dass man es ausschalten kann, aber warum ist es überhaupt da? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. Jetzt haben sie auch noch ein lilanes Biome gezeigt. I like to use our photo mode to take rockstar photos. I just love that constant Vielleicht feel ohne of Menschen. discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. Hallo Olli, ich bin mir sicher, dass du dir das Spiel so zusammenpicken kannst und dann ist am Ende genauso wie Skyrim wirst spielen können. Garantiert. Es ist so ein Mainstream-Titel von einem Mainstream-Studio, von dem Xbox First Party Publisher.
Also There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the wird eine der gravity's Prämissen low here. gewesen sein, dass I es think I am can Ende make that Mr. jump. Skyrim zum Beispiel My durchspielen kann. favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. Das I sieht cool love it, aus. but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Also dieses Artefakt scheint sowas zu sein, ja, das ist ganz wichtig. Das setzen wir zusammen und am Ende geht's durch. Jetzt habe ich die Story auch noch gehört. We can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Da gibt's ja den Endkampf. Ich bin bei den Bethesda-Rollenspielen seit Morrowind immer mit dabei gewesen, immer am Start. Für mich ist das gar keine Diskussion. Das war aber auch schon vor dem Tag heute klar. 6. September. Das ist nicht mehr lang. Wie gesagt, das Spiel ist fertig. Jetzt haben wir Juni, Juli, August, September. Nicht einmal mehr 3 Monate. Kommt auch auf Steam. For maximum convenience. So, ich habe mal hier aufgemacht für euch. Starfield im Discord, Ausrufezeichen Discord, alle mal joinen gerne. Und da ist hier Starfield unter PC und Videospiele, Charakterideen, wen werde ich spielen. Wir sollten uns vorher einen Charakter überlegen und ich versuche dann in Character das Spiel durchzuspielen. Welchen Charakter wir wählen, das wird nicht demokratisch sein, aber wir sammeln ganz viele Ideen, dann kann ich am Ende einen zusammenbauen. Und den werden wir vor dem Playthrough definieren und als dieser dann auch Rollen spielen. Das wäre meine Idee, mein Vorschlag für euch. Ja, so machen wir das. Ja, wir haben viel mitgenommen. Ein schöner Abend. Jetzt ist 2 Stunden Pause. Oder eine. Ich gucke nochmal. Ich habe das hier irgendwo offen. 22 Uhr. Um 22 Uhr geht es potenziell weiter. Vielen Dank an alle fürs Zugucken. Ein neuer Subscriber kommt noch rein. Sehr schön. Han Olli gibt spechtweise noch einen aus. Vielen, vielen herzlichen Dank, Han Olli. Ich mache jetzt erstmal Podcast-Aufnahme mit meinem Freund von Inside Moin. Den Podcast, der ist dann noch free. Kann ich euch auch noch mal zeigen, wo die gerade erscheinen. insidemoin.de. Und wenn wir die Aufnahme rechtzeitig in den Kasten kriegen, bin ich heute Abend dann nochmal online und wir gucken uns die PC Gaming Show noch an. Wenn nicht, machen wir das dann irgendwann demnächst mal. Top-Szene? Wieso Top-Szene? Ach so, du meinst wegen klein oder was? So ist größer. Wie nicht aufgeräumt? Du hast nie aufgeräumt. Wieso habe ich nie aufgeräumt? Was ist denn das? Das ist doch wunderbar. Die rote Decke da ist halt mal eine rote Decke da. Ist ja wohl frech. Natürlich ist da mal eine rote Decke auf der Couch. Oh.
Wassermarsch. Stimmt, ich trinke jetzt was und dann geht's um 21, 22 Uhr weiter. Falls ihr noch nicht folgen solltet, falls ihr Notifications wollt, folgen. Genau. Ansonsten bis später. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Interaktion im Chat. Vielen Dank für die Abos, für die Follows, für die Bits. Der war Faxi Ximorx. Herzlichen Dank. Bis hoffentlich vielleicht später. Ansonsten morgen Abend haben wir abgemacht, 19 Uhr, das Star Wars Game genauer angucken. Tschüss.